Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bella Italia. Ihr wisst ja, das ist unser Blog, der die kleinen und großen Meisterwerke unseres neuen Italienabschnittes dokumentiert, der sich immer noch im Bau befindet, aber man sieht, es wächst und wächst und wächst. Neben mir steht Damian. Damian ist Mechaniker bei uns. Der sorgt dafür, dass wenn ihr irgendwo an der Anlagenkante auf Knöpfe drückt, dass dann auch irgendwas passiert. Und ich sitze hier an einer Stelle, da wird ein richtig tolles, großes Meisterwerk entstehen. Eine Druckknopfaktion, und zwar ein Hochregallager. Ich stelle mir unter einem Hochregallager vor, dass Gabelstapler irgendwo oben was reinpacken, aber ich habe mir erklären lassen, das wird hier nicht sein. Es wird ein ganz modernes Lager sein. Ja, also prinzipiell hast du recht, es wird ja wie eine Art Gabelstapler gefahren, aber das sind Wagen. Und es ist eine vollautomatische Anlage, das heißt, das bedient keine Person mehr. Es ist komplett abgeschlossenes System und da ist viel Bewegung drin. Was wird die größte Herausforderung? Ja, ich glaube die Bewegung. Also wir werden wohl mehrere Achsen fahren, in der Längsrichtung wie auch nach oben hin. Und das alles zu timen, dass es schick aussieht und man wirklich diese Geschwindigkeit sieht einfach. Dass das rüberkommt, das wird, glaube ich, Hast du sowas schon mal live 1:1 in echt gesehen? Ja, habe ich. Wir waren ja in Italien und LTW hat uns eingeladen. Und da durften wir das einmal sehen, mal ein paar interessante Fotos machen. Hast du gleich Pläne mitgezockt? Ja, haben wir. Also die Firma LTW, vielen Dank, war sehr nett, hat uns viele Daten zur Verfügung gestellt, CAD-Zeichnungen und damit können wir echt schon was anfangen. Ja, cool. Ja. Wenn ich mir das vorstelle, in 1:1 gibt es ja große Motoren, das heißt, wenn man das in 1:1 in einem großen Hochregallager alles bauen kann, dann ist das ganz einfach, weil die haben nicht das Platzproblem. Wir bauen das in einem ganz kleinen Maßstab, das heißt, hier auf diese Fläche muss vor allem auch diese ganze Bewegungstechnik gehen. Hast du viel Platz nach unten oder wo wirst du das alles verstecken? Also ich habe nicht wirklich viel Platz nach unten, das sind schon Träger, alles ist eingezogen. Ich habe 7 cm. Und das reicht? Ich du hoffe. brauchst ja Motoren oder wie machst du es? Ich brauche mehrere Motoren. Also in die Idee Achsen. ist in verschiedene Achsen. Die Idee ist im Moment auf einen Spindeltrieb zu setzen. Wir müssen noch mal gucken, wie das optisch wirkt. So ist der erste Ansatz im Moment. Gib mir mal ein Gefühl, wie hoch wird es, wenn du das hier so siehst? So. Also ab Bodenplatte schätzungsweise so hoch und dann 50 cm tief. Und was bedeutet das in echt? Wie viele Palettenstellplätze übereinander? Oh Gott, da müsste ich mal nachgucken, Wenn man sich das so vorstellen kann? Das sind, glaube ich, bestimmt an die 20. Boah, unglaublich. 20, also, ja. Ich war noch nie in so einem Hochregallager, aber ich kann es mir vorstellen. Ich bin gespannt, ob es wirklich klappt, das im Maßstab 1:87 wirklich in klein zu bauen. Also seid gespannt und wir werden das aufgeregt und mit viel Vorfreude verfolgen, wie du das bauen wirst. Ja, letzte Woche saßen wir ja zusammen mit Frederik im Italienbauabschnitt und ich habe ihm ein bisschen meine Idee mitgeteilt über das Hochregallager. Hier habe ich ein bisschen Dokumente zusammengetragen. Die Halle ist 80 Meter lang, 27 Meter hoch. Also das ist in echt wirklich ein großer Koloss. Bei uns wird das natürlich alles ein bisschen kleiner. Nichtsdestotrotz, wenn wir 4 Regale haben, also 4 Regalsysteme, die beweglich sein werden. Hier ist so ein Linearantrieb, wie die Grundidee erstmal entsteht. Die Hochbewegung, da müssen wir mal gucken. Es wird auf jeden Fall eine Führungsschiene, einen Führungswagen geben und dann wahrscheinlich mit einem Seilantrieb die zweite Bewegung stattfinden. Aber im Genaueren wird das sicherlich noch entstehen. Ja, das ist hier so ein Linearmodul. Durch die Drehung der Spindel erzeugen wir eine Längsbewegung. Hier kommt der Hubarm dann später drauf. Die Befestigung muss ich mir noch überlegen und das wäre so ein Miniaturführungswagen. Den setzen wir hier drauf. Dann haben wir später 2 Bewegungen, eine längs, eine in der Höhe. Das Schöne an diesem System ist, wir haben hier eine Schrittmotor, Steuerung später. Das bedeutet, wir können jede x-beliebige Position anfangen. Wir können vor, zurück, wieder vor. Wir sind nicht gebunden an irgendwelche Endlagen, sondern wir sind da ziemlich frei in der Ausführung. Ja, wir waren gestern Abend noch fleißig. Ich war drüben bei Sven. Wir haben eine Grundplatte konstruiert und auch gleich gefräst. Wie man schon sieht, die Führungen sind um einiges länger geworden als ursprünglich gedacht. Aber dadurch kriegen wir eine schönere Tiefe hin in den Raum. Das heißt, es wird eine schnellere Bewegung stattfinden. Dafür haben wir auch eine neue Spindel besorgt mit einer höheren Steigung. Umso weniger Umdrehung, umso mehr Bewegung. Ja, das, was ich jetzt noch brauche, ist eine Motorhalterung, ein Gegenlager und eine Führung, worauf ich dann später den weiteren Aufbau für die Hochbewegung montieren kann. Ja, ich bin ja gerade dabei, das Werkstück auszufahren, sprich die Mitte der Bohrung zu finden. Fest die Seite an, bis der Kantentaster ausschlägt. Dann nullst du ab, fest es wieder raus, fest die nächste Seite an.
Ja, in den letzten Tagen habe ich die Teile soweit fertig gefräst. Hier ist die Aufnahme für die Gewindemutter. Die wird drinnen fixiert mit 4 Schrauben. Da kommt die Welle rein, unsere Gewindestange. Hier ist der Motorhalter. Der wird mit 4 Schräubchen am Motor befestigt und dann mit 2 Schrauben an der Grundplatte. Und dann hatte ich hier noch, genau, hier ist noch der Gegenhalter, da kommt noch ein Kugellager rein. Und so wird das fertige Konstrukt dann später aussehen. Also hier haben wir noch einen Gegenhalter, der wird von unten gegen unseren Führungsklotz geschraubt, damit er halt nicht nach links und rechts wackelt. Und wie war der Weg bis jetzt? Musstest du einiges über den Haufen werfen oder hat alles geklappt? Also bis jetzt war er ganz gut. Ich hatte hier, das war so der erste Test, da war der Motor drauf montiert, aber alles sehr wackelig. Ne? Ja. Jetzt haben wir eine vernünftige Grundplatte gefräst, schon für 3 Motoren. Wobei, die sieht ziemlich schwer aus. Das kann Ja, die heiter wiegt schon ein werden. bisschen, ja. Ja, Ist ich auch bin nicht gespannt. Ja, ich habe mir sagen lassen, ich darf jetzt auch ein bisschen mitspielen. Ich baue nämlich die beiden mittleren Schienen hier an. Wollen wir sehen, ob das klappt. Dann ist es alles krumm und schief. Ja, ich hoffe nicht. Auf geht's. Also der liebe Damian hat mir hier nur ein paar Schrauben und ein paar Teile hingelegt. Ist der Meinung, mehr kann ich anscheinend nicht. Ich habe zwar von Technik keine Ahnung, aber nur ein paar Schrauben. Also das ist sogar für mich ein bisschen zu langweilig. Dementsprechend werde ich ihm mal einen kleinen Fehler einbauen. Ich bin mal gespannt, ob er das merkt. Ich baue einfach den einen Motor nämlich mal falsch rum rein. Mal sehen. So, normalerweise, wenn ich ihn denn richtig verstanden habe, gehört das hier hin. Ich baue es einfach mal hier rein. Und ich bin mal gespannt, was er für Augen macht und ob er sich traut, mir das ins Gesicht zu sagen, dass ich Scheiße gebaut habe. Und den dritten bauen wir wieder richtig rum ein. So, funktioniert. Na, fertig. Und? Ja, sieht gut aus, ne? Ich finde auch. Ich Ja. finde, so schlecht habe ich mich gar nicht angestellt, oder? Das stimmt, ja. Passt alles, oder? Ja, fast, ne? Wieso? Habe ich was falsch gemacht? Also der mittlere ist falsch rum, ne? Nee. Aber ich glaube, damit wolltest du mich foppen. Nein, du Aber hast... guck mal, sowas wie Kugellager, ne? Die haben auch einen Sinn. Ich wollte dich tatsächlich foppen. Aber ich glaube nicht damit, oder? Nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Okay. Und was ist der nächste Schritt, nachdem wir das hier fast fertig gebaut haben? Wie geht's weiter? Ja, also als nächstes gehen wir in die andere Bewegung, sprich in die Höhe. Wie hoch ungefähr? So? Ja, ich schätze mal, ab der Deckplatte werden es knappe 30 cm werden. Machst dir das keine Sorgen, dass wenn es sozusagen hier das Ding frei schwebt, dass es nicht verkantet oder so? Ja, doch, ein bisschen schon. Also der Hebel ist wirklich ziemlich lang. Wenn wir unten ein bisschen Spiel in der Führung haben, auf 30 cm gesehen, wackelt es oben. Ne? Sieht das dann nur schlecht aus oder kann es auch verkanten, runterfallen, kaputt gehen? Ja, die Führung wird unten gut sein. Die Sache ist, wenn es oben halt wackelt, kaputt gehen wird es nicht. Der Verschleiß ist natürlich höher, weil wir mehr Bewegung haben. Und die Kisten wackeln ganz Und doll. die Kisten wackeln, Das ist ja. dann Schüttelobst. Das ist ein schöner Lob. Ja, beim letzten Mal hat Frederik ja die 3 Spindelantriebe montiert. In der Zwischenzeit habe ich hier 2 Stehe gesetzt zur Versteifung der Grundplatte und ein paar Versuche gestartet, wie wir die vertikale Bewegung hinkriegen. Hier habe ich mal ein paar Fotos gemacht. So sah das im Grunde aus. Eine Stange mit einem Zahnrad und eine Zahnstange. Und die sollte quasi die Längsbewegung umwandeln, auch mit dem Spindeltrieb in die Vertikale hoch. Das ist hier schon mal eine etwas größere Aufnahme. So sah das mal aus. Es hat ganz gut funktioniert, hatte nur den Nachteil, dass wir in der Bewegung abhängig voneinander waren. Sprich, wenn wir es längs verfahren haben, war die Bewegung synchron nach oben. Und das hat uns viele Möglichkeiten genommen. Ja, das ist hier das neue Teil. Wir haben hier 2 Führungsschienen.
Und wir haben einen zweiten Schrittmotor jetzt und 2 Kegelräder, mit denen wir dann unabhängig voneinander auch die Vertikalbewegung steuern können. Hier habe ich schon mal einen Referenzschalter eingebracht, aber das sehen wir dann, wenn die Kopfplatte oben ist, wie das Ganze denn aussieht. Hier haben wir nochmal 3 Flachbandkabel genommen, weil wenn die Kopfplatte drauf ist, dann haben wir nicht mehr so viel Platz. Ja, ich habe den Schrittmotor schon mal angeschlossen. Das hier ist unsere Schrittmotorsteuerung. Da muss ich jetzt die Werte eingeben, wie viele Schritte der Motor verfahren soll. Ja, die Bewegung sah ja schon mal ganz nett aus eben. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze mit der Kopfplatte aussieht. Ja, das ist die eigentliche Kopfplatte, beziehungsweise besser gesagt die Grundplatte der ganzen Geschichte. Man muss sich vorstellen, hier werden später dazwischen die Regale laufen. Einmal längs. Das werden dann unsere Hubwagen, die die Apfelkisten befördern. Die müsste ich jetzt mal montieren und dann mit dem kleineren Schrittmotor ansteuern. Ja, die Wagen hier, das ist ein standardmäßiger Schlitten oder auch Gleitwagen genannt. Haben wir ein Kunststoffteil gefräst, das aufgemacht, die Welle eingelegt, mit Trennmittel beschmiert und einzelne Stege gelegt. Somit passt es sich dem Gewinde an, haben damit selber einen Spindelantrieb gebaut. Ja, soweit habe ich das fertig montiert. Ich muss jetzt nur noch die kleinen Schrittmotoren ansteuern. Hier vielleicht noch mal eine Versteifung reinbringen, damit es auch schön parallel zusammenläuft. Und dann sollte das soweit fertig sein. So, soweit ist alles zusammengebaut oder ein Stück weit. Die Oberplatte ist drauf. Wir haben hier unsere 3 Motoren für die 4 Arme. Ich musste ein bisschen tricksen. Ich habe einen Motor für 2 Arme, einfach aus Platzgründen. Hier ist dann der 4. Motor, der quasi das Laufband darstellt. So, das sind jetzt hier meine Schlitten. Ich setze mal einen rein. So, man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Jetzt haben wir hier unsere Längsbewegung. Durch den kleinen Schrittmotor, den ich euch vorhin gezeigt habe, bringen wir die Bewegung in die Höhe. Und hier drauf werden quasi dann die Apfelkisten platziert. So, ich werde die anderen 3 Wagen jetzt noch mal reinsetzen. Und dann würde ich sagen, Montag gehen wir mal einen Test, setzen die Regale schon mal ein und gucken, wie das läuft. Damian hat mir gerade gezeigt, wie toll es schon funktioniert. Es fährt alles in den verschiedenen Achsen. Es sieht wirklich ganz, ganz cool aus und ich würde mal sagen, technisch fertig, oder? Technisch fertig, ja. Es muss jetzt noch ein bisschen laufen, damit wir sehen, wie stabil es läuft. Aber es macht einen ganz guten Eindruck. Hast du Angst vor dem Dauerbetrieb? Nein, es ist viel Arbeit reingeflossen und eine ganz vernünftige Technik dahinter. Also ihr müsst euch das mal anschauen. Also ich gebe irre, wie viel Technik da drin ist. Man sieht ja letztendlich an der Anlagenkante ist das hier sozusagen die Null-Linie, dass da die Technik, die verschwindet ja sozusagen unter der Anlage. Das sieht ehrlich gesagt so aus, als wenn es im Dauerbetrieb auch halten könnte. Ja, ich glaube schon. Also wir haben viele Motoren eingebaut, viele Faktoren ausgemerzt, wo es am Anfang nicht so lief. Hat es länger gedauert? Es hat länger gedauert, ja. Was schätzt du, wie lange dauert es noch? Ja, es ist noch ein bisschen Arbeit, ne? Mit dem Modellbau zusammen. Ich werde da ein bisschen, wenn ich optimistisch bin, ja. Also ich gehe davon aus und hoffe also 3 Wochen wahrscheinlich. Ja, max. Ich denke, das ist dann der spannende Moment, wenn es wirklich fertig ist, wenn es ausgeschmückt ist, wenn es richtig toll aussieht, dann läuft das Förderband hier auch und dann ist sozusagen die Äpfel kommen hier rein und werden dann sozusagen auf ihre Lagerplätze verteilt. Also die Übergabe können wir nicht hinkriegen, das ist einfach zu klein. Aber ich glaube, wir werden das richtig toll simulieren. Das wird echt ein tolles Meisterwerk und wir sind dabei, wenn es eingebaut wird. Folgendes, wir haben praktisch im Vinschgau haben wir ein Hochregallager für unsere ganzen Äpfel. Zurzeit schmücke ich das Hochregal aus, das steht hier. Damit ihr auch wisst, wie das so alles von sich geht, hier habe ich kleine Obstkisten. Die werden natürlich befüllt mit unseren Äpfeln. Weil das Styropor ist, muss ich hier mit dem Styroporkleber arbeiten. Jedes andere Klebstoff, egal was, frisst das Styropor kaputt. Dann habe ich eine Kiste, mit denen mache ich 3 zusammen und wieder 3. Dann habe ich hier praktisch ein komplettes Kastel. Hier habe ich schon vorbereitet. Die klebe ich jetzt so zusammen, dann baue ich die zusammen. Dann kann ich praktisch hier, wenn ich
aufeinander packen. Hier habe ich 3 übereinander und hier habe ich 2 übereinander. So entsteht bei uns praktisch das Befüllen des Hochregallagers. Wie ihr ja wisst, ich habe den absoluten Traumjob als Chef vom Wunderland. Und das ganz Besondere an diesem Job ist, ich werde immer dann als erstes gerufen, wenn irgendwas fertig ist. Und Damian, das Hochregallager ist fertig. Wir bauen es jetzt gleich ein. Du hast ja inzwischen eine kleine Pause gemacht, aber es waren, glaube ich, über 2 Monate, die du gebaut hast. Ich glaube, effektiv waren es 2 Monate und mit liegen lassen, glaube ich, ein Jahr oder so. Und läuft das jetzt alles, vor allem auch die 3 Dinger, die ich hier gebaut hatte damals? Ja, trotz des Bugs, den du mir eingebaut hast. Ne, und laufen die auch im Dauerbetrieb, nicht, dass die hier irgendwann das hier vernichten oder so. Zeig mal, die laufen jetzt ja auch wirklich in beide Richtungen, ne? Ja, ich fahre die in dir einmal vor. Und dann kannst du auch hochfahren jetzt. Und dann kann ich den auch hochfahren. Und wenn das hier verkantet irgendwann hier oben, reißt das nicht alles ein? Nein, der Motor bleibt stehen. Okay, ich bin gespannt, weil das Wichtigste ist ja, es muss im Dauerbetrieb funktionieren. Und sag mal, wie viele Äpfel sind das? Oh, ich glaube, das werden schon 1 Million Äpfel könnten sein, ne? Die 1 Million? Ja, da war Gaston ganz fleißig. Obwohl, wenn man so schätzt, so 100 in einer Kiste, 600, das sind sogar mehr. Blanker Wahnsinn, das heißt, Gaston kann wahrscheinlich keine Äpfel mehr sehen. Ich glaube nicht. Nee. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn, es ist soweit. Ich würde sagen, wir packen es einmal. Der Deckel ist wo, das Dach ist wo? Der ist schon in der Anlage, der liegt Dann neben der Anlage. komm, Ja. lass es uns einbauen. Es Jo. ist endlich soweit, ich bin nämlich so gespannt, wie es aussieht. So, der Moment ist da, es wird eingesetzt. Das ist immer sehr, sehr spannend. Ich bin immer vor allem neugierig, ob es passt. Ne? Bis jetzt haben wir es noch nicht erlebt, dass irgendwas dann sozusagen ein Jahr gebaut wurde und hat es plötzlich nicht gepasst. Das war früher schon mal das ein oder andere Mal. Aber es scheint zu passen. Alle Kabel sind nicht eingequetscht worden. Du musst es ja noch alles verkabeln, also fast, oder? ne? Ich muss es noch verkabeln und es muss noch programmiert werden. Das macht Kenny dann. Kann ich das Dach draufsetzen? Das Dach kannst du jetzt draufsetzen, ja. Und was schätzt du, wie lange braucht ihr dafür? Oh, das weiß ich nicht. Da bin ich nicht so ganz in der Materie drin, aber es sind ja schon 7 Motoren an sich, die alle unterschiedlich laufen müssen. Also es werden schon ein paar Programmschritte werden. Ne? Also jetzt sieht es ja so fast ein bisschen unscheinbar aus und das ist wirklich ehrlich gesagt das Besondere. Man kann die Besucher dann beobachten, wie sie hier so vorbeigehen und plötzlich mal hier reinschauen und merken, wenn man auf den Knopf drückt, passiert was. Und dann ist das so ein fesselnder Blick. Also auf den freue ich mich ganz doll, wie die Leute dieses wahnsinnig tolle Hochregallager entdecken und wie sie es dann finden. Also du bist sicherlich auch gespannt. Ja, das ist eine Sache. Ja, ob es richtig im Dauerbetrieb funktioniert, schon ein bisschen. Ja, ne? ich bin ganz gespannt, wie die Kinder es vor allem finden. Wir wollen ja im September sozusagen dann schauen, wie es ist. Dann wird dieses Hochregallager auch wie der gesamte Italienabschnitt sozusagen den Menschen übergeben. Apropos September, dann sind wir ja mit Italien fertig. Und da gibt es ja noch eine offene Frage. Wir haben euch nämlich gefragt, hier in Südtirol haben wir anschließend dann eine kleine Ecke eigentlich Venedig bauen wollen. Das haben wir aus diesem aktuellen Italienabschnitt rausgenommen, weil sonst hätten wir ja irgendwann 2018 Italien erst eröffnet und haben gesagt, dieses Venedig, das wir in unseren Köpfen haben, wird so toll, das verdient eigentlich einen eigenen Bauabschnitt. Also haben wir euch gefragt, was sollen wir tun? Sollen wir auf Venedig verzichten, weil diese Ersatzfläche für Venedig, die sozusagen ein Platzhalter ist, ist so toll geworden? Oder sollen wir diese Fläche dann irgendwann, wenn Venedig fertig ist, rausschneiden, in eine extra Ausstellung drüben in den anderen Block setzen, sozusagen, das war mal Venedig und dann hier unser tolles Venedig einsetzen. Und das Ergebnis war eindeutig, ihr wollt Venedig hier haben. Also werden wir ungefähr ab Oktober, November beginnen, ein wunderschönes Venedig zu bauen. Und wenn alles gut läuft, Ende 2017, Anfang 2018, heißt es dann auch wieder Venedig im Wunderland. Wir hoffen, dass ihr ganz viel Spaß in dieser Folge hattet und besucht uns im Internet mal wieder, wenn es wieder heißt Bella Italia. Bis dann, macht's gut.